Auch heute begrüße ich wieder alle Car-System und Open Car Freunde zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In dem letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie wir hier diesen Lenkachsbausatz von SoloXpert zusammenbauen können. Im heutigen Video werde ich euch jetzt zeigen, wie wir hier diese fertig vormontierte Lenkachse in unser Car-System Fahrzeug einbauen. Jetzt brauchen wir wieder hier unseren Rahmen. Ist halt ein bisschen blöde, dass der jetzt ausgerechnet schwarz ist. So, jetzt hole ich doch noch mal kurz die Anleitung hier unten drunter, weil wir haben ja hier jetzt auch die Maße. Ich tue euch dieses Maß mal hier einkreisen. Dieses Maß ist jetzt ganz wichtig hier, die 3,75 mm. Weil die sind unser Mittelpunkt. So, wenn wir uns jetzt hier unser Chassis angucken, dann hole ich jetzt noch mal kurz ein Bauteil aus dem Fahrzeug heraus und noch mal die zweite Antriebsachse. So, jetzt gucken wir unser Chassis hier an und jetzt sehen wir hier diese Lagerpunkte. Ja, hier sehen wir diese Punkte. Und wir sehen, und hier läuft ja eigentlich, oder ist bisher unsere Achse drin gelaufen. Und wurde dann von dem Teil hier gehalten. Und da, sage ich mal, wollen wir ja eigentlich jetzt auch wieder mit unserer Lenkachse auf diese Höhe hin. Deshalb wissen wir jetzt, unseren Mittelpunkt, unsere Oberkante, von diesem Lagerbock hier bis zu unserem Mittelpunkt von den Reifen hier, der ist die 3,75 mm. Jetzt nehme ich wieder meinen Messschieber hier, schalte den ein und messe einfach mal diese Höhe hier. Beziehungsweise ich schneide erstmal, das muss ja später sowieso weg. Also da ist jetzt schon, da können wir jetzt schon mit unserem Seitenschneider hier, ja, ich empfehle euch auch immer so einen kleinen Knipex-Schneider. Die sind da wirklich perfekt dafür. Ich schneide jetzt einfach mal diese Zapfen hier neben ab, weil die stören mich jetzt bei der Auflage. Und jetzt gehe ich einfach her und messe, ich zeige es euch mal kurz, wo ich hinmesse. Und zwar ist hier dieser Rahmen. Diese Rahmenkante hier, die ist für mich jetzt maßgebend. Ja, da werde ich jetzt mal drauf ausrichten. Und kriege dann 3,2. Kriegt dann auch raus 3,2 mm. Dann denkt man, geil. Oder naja, wir sind ja schon fast, wir müssen sogar noch ein bisschen tiefer. Druckschluss. Weil wir haben ja jetzt, sage ich mal, gemessen auf dem Unterkante. Ich lege es mal hierher. Wir haben hier jetzt gemessen, sage ich mal, da wo die Achse aufliegt. Wir brauchen ja aber den Achsenmittelpunkt. Ja, weil das ist ja hier auch der Achsenmittelpunkt. Deshalb, ich weiß es jetzt, das sind 1 mm Achsen. Deshalb müssen wir zu den 3,24 noch diese 0,5 dazu rechnen und dann merken wir, ups, das ist genau die Höhe, die wir später benötigen. 3,75. Heißt also, wir haben schon genau unsere Höhe und können die quasi direkt hier auf meinem Chassis positionieren und alles ist gut. Und jetzt kommt wirklich ein kritischer Part. Weil wir müssen jetzt wirklich diesen Lagerbock hier haargenau einmal in der Mitte hier platzieren. Ja, also der muss wirklich, oder er sollte wirklich in der Mitte sein. Ja, wenn er ein bisschen außer der Mitte ist, ist es auch noch okay, aber man merkt das später am Laufverhalten vom Fahrzeug. Deshalb sollte man wirklich penibel darauf achten, dass der wirklich genau hier in der Mitte sitzt. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist wirklich das Kritischste eigentlich, er darf nicht verdreht sein.
Ja, also ich versuche euch das mal hier noch mal ein bisschen zu zeigen. Wenn ich den jetzt hier, wenn ich den jetzt hier so ein bisschen setze, ja, was passiert dann? Naja, wenn ich den Lagerbock schief setze, ja, dann steht am Endeffekt meine Lenkachse auch so ein bisschen schief. Ja, und das ist halt wirklich, ja, das merkt man am Laufverhalten und da habt ihr dann einfach keinen Spaß dran. Deshalb ist halt wirklich das Positionieren von diesem kleinen Bauteil sehr, sehr mühsam. Und da muss man wirklich sein gesamtes Augenmerk drauf legen. Was ich eben gerade noch gemerkt habe beim Zusammenbau ist, dass ich das da vorne auch noch wegmachen kann. Dieses Teil hier liegt auch noch mal in die Kiste, weil jetzt habe ich hier vorne wirklich den kompletten Freiraum. Als nächstes müssen wir uns hier irgendwie eine Auflagefläche schaffen. Ja, also im Prinzip gehört das Teil hier drauf. Ich mache es mal hier mit dem Messer. Wir müssen ja jetzt hier in die Mitte. Also hier in der Mitte müssen wir jetzt eigentlich drauf. Und wenn ich mir das so anschaue, dann ist das genau hier. So. Jetzt kann ich auch noch mal hier das Ganze hier in der Breite messen. Das sind knapp 10 mm, dann gehen wir auf 5 mm. Also ich mache das hier wirklich alles sehr, sehr genau. Ja, weil das merkt man halt später hier am Auto. Ja, da sind wir hier. Und jetzt müssen wir quasi hier ein Loch bohren. So ein kleines Löchlein bohren. Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier für eine Größe ist. Das müsste sein 1,4 mm. So, jetzt habe ich mal von meiner Wand meine Halterung für die Bohrer und Fräser abgemacht, weil da habe ich jetzt Bohrer drauf bis 1,2 mm. Müssen wir halt dann noch mal ein bisschen größer bohren. Aber als erstes nehme ich immer mal so, ja, 0708er Bohrer und bohre jetzt hier quasi in der Mitte mal das Loch. Und das mache ich auch meistens wirklich immer eigentlich mit der Hand. Weil mit einer Maschine, wie schnell, wenn ich da reinbohre mit einer Maschine, wie schnell kann ich hier mal abrutschen und so. Und wenn ich das mit der Hand mache, da habe ich einfach die Führung und kann das noch korrigieren. So. Und da wir hier Kunststoff haben und das ja eigentlich, sage ich mal, alles, das ist ein Hartmetallbohrer und der Kunststoff da, der ist so weich, da rutscht es einfach durch. So, dann gehen wir mal auf 1,1 mm. Und so bohren wir uns jetzt Stück für Stück hier runter. Das einzige, ein 1,4 mm Bohrer habe ich jetzt nicht als Hartmetallbohrer. Da habe ich jetzt einen normalen Bohrer genommen. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal her habe. Das ist so ein kleines Bohrfutter. Das hat hier hinten den Sechskant dran und das kann ich hier in so eine Maschine reinmachen. Ich kann eigentlich nicht sagen, wo ich das mal her habe. Okay. Aber jedenfalls kann ich hier auch hiermit jetzt quasi nochmal schön, da ich das ja vorgebohrt habe und das jetzt noch aufbohren muss, geht das halt hiermit jetzt auch richtig schön sauber von der Hand. So, damit haben wir unser 1,4 mm Loch gebohrt und sollte eigentlich jetzt das Teil hier wunderbar hereinpassen. Genau, passt perfekt rein. Das einzige ist jetzt, man sieht es hier, das Teil steht jetzt, das kippt jetzt hier so, oder na, das einzige, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video genau sieht, aber das kippt jetzt hier so ein bisschen nach vorne. Das kommt einfach daher, dass es hier hinten aufsteht. Ja, hier irgendwie. Ist halt blöd, dass das jetzt alles schwarz ist hier. Und deshalb müssen wir es jetzt nochmal rausmachen. Und jetzt gehe ich her
und mache hier hinten quasi diese Fläche etwas weg. Und das mache ich auch alles wieder mit so einem Handwerkzeug, ohne Maschine irgendwie. Also ich versuche immer so weit wie es geht, ohne diese elektrischen Maschinen zu arbeiten, weil ich da einfach hier die Kontrolle besser habe. Ja. So. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Oh, hey. Das sieht ja jetzt wirklich perfekt aus. So, und jetzt sieht man halt hier, das Teil sitzt hier gerade. Ja, es schlägt hier hinten nicht mehr an. Es sitzt hier in der Position gerade. Ja, es sitzt hier. Da sollte man jetzt noch mal gucken, dass es wirklich haargenau sauber im Winkel sitzt. Lieber einmal zu viel geguckt und einmal zu viel korrigiert, ja, wie einmal zu wenig. So. Genau. Und jetzt, wenn ich das so weit habe, dann kann ich jetzt hergehen und kann hier vorne die seitlich die Teile abschneiden, weil die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Und wenn ich so weit jetzt bin, ja, also so weit jetzt bin, dann nehme ich wieder meinen Sekundenkleber, mache mir wieder auf irgendwie so ein Kunststoffteil hier ein Tröpfchen oder zwei drauf. Nehme einen Schraubenzieher, also ich gehe da nicht mit der Flasche dran, gell. Nehme hier wieder einen Schraubenzieher, tauche den hier in den Sekundenkleber ein und tue den hier nebendran streichen. So, und der saugt sich jetzt quasi hier rein und tut uns dieses Teil hier komplett fixieren. Ja, man kann jetzt zum Beispiel auch noch in das Loch oben einen kleinen Tropfen reinlaufen lassen. Und somit ist der Lagerbock fixiert und somit auch schon meine Lenkachse eingestellt. Jetzt muss natürlich erstmal der Sekundenkleber trocknen. Ja, und da sage ich euch ehrlich, wartet lieber ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder so. Also wartet lieber ein paar Minuten länger, am besten eine halbe Stunde, dass der wirklich richtig trocken ist. Weil wenn wir jetzt da weitermachen und dann irgendwie zu früh anfangen, dann haben wir eher die Gefahr, dass sich dieser Lagerbock dann nochmal verschiebt, verdreht oder sonst irgendwas. Und dann haben wir später die Probleme. So, jetzt ist mein Lagerbock trocken und jetzt können wir quasi unsere Lenkachse mal reinbauen mit dem Splint. Ist immer ein bisschen friemelig, das gebe ich zu. Ja, ich muss die jetzt quasi so einhängen, dass die Bohrung nach unten guckt. Da kommt später der Schleifer rein. Jetzt hänge ich die hier rein und jetzt muss ich irgendwie hier meine Bohrung finden. Ja, das kann ich euch jetzt schlecht hier zeigen und dann muss dieser Splint hier rein. Hier durch. So. Da mache ich es jetzt auch immer so, ich drücke jetzt nicht hier vorne wie wild drauf, dass der hier reinrutscht, sondern nehme auch hier wieder eine Zange, setze die hier an und schiebe den einfach hier durch. Der ging jetzt sogar richtig gut. Und schon ist unsere Lenkachse drin und jetzt kann man auch schon mal gucken, ob die hier überall Freigang hat. Das ist nämlich das nächste Wichtige, wo wir gucken müssen. Hat die hier überall, sag ich mal, Freigang? Weil wenn jetzt hier irgendwo was wäre, wo es anschlägt, wäre blöde. Dann würde sie nämlich blockieren und das darfst du nicht. Aber das sieht jetzt hier bei dem Karren, naja gut, das ist halt ein Unimog, ne? Da ist halt ein Haufen Luft, weil der ja überall hin kann. Also von daher ist das Modell wirklich für Anfänger perfekt geeignet, muss ich sagen. Dann können wir natürlich auch mal hier unsere Radmulden drüber legen. Ne? Die müssen ja später eh hier wieder drüber. Die gehören ja hier hierher. So.
die mit irgendwas zusammengedrückt? War da vielleicht das Fahrerhaus? Wenige welche, genau. Dann nehme ich jetzt einfach mal mein Fahrerhaus. Jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, dass er hier drin überall Freigang hat, ja. Weil das würde jetzt nichts bringen, wenn der hier irgendwo anschlägt. Und hier sehe ich schon, da gefällt mir das Ganze nicht so. Also ich schaue gerade mal, ob man das jetzt hier in der Kamera gut sieht. Wenn ich jetzt mein Rad hier habe, meine Lenkachse hier habe und drehe die hier jetzt so, dann läuft hier das Rad frei. Und wenn ich jetzt einschlag und meine Lenkachse quasi hier jetzt im Anschlag ist, dann merke ich, dann kann ich mein Rad nicht mehr richtig drehen. Das heißt, das schlägt jetzt hier hinten drin, hier drin schlägt das jetzt hier an dem Rathaus an. Und das heißt halt, ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier ein bisschen was wegschleife, wegfräse und so weiter. Und genau das machen wir jetzt auch. Da mache ich es jetzt meistens so, ich nehme hier nochmal so einen Bleistift. Ja, die Kamera, der Fokus tut immer wieder nach hinten stellen. Also ich nehme hier so einen Bleistift und markiere mir einfach mal so die Stelle, wo meine Lenkachse jetzt anschlägt. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil ich muss ja wieder meine Lenkachse ausbauen. Und ich kann ja nicht hier hinten drin rumschleifen, wenn quasi meine Lenkachse drin ist. Deshalb markiere ich mir die Stellen immer mit einem Bleistift ein bisschen. Und dann gehe ich her und baue meine Lenkachse wieder aus. So. Und jetzt habe ich hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja doch, man sieht es, glaube ich, ganz leicht. Hier habe ich jetzt so ein bisschen Bleistiftstriche. Und da weiß ich jetzt, da habe ich meine Probleme. Das Wegschleifen hier werde ich jetzt mit so einer Mini-Drill-Maschine von Broxon machen. Ja, die sind da wirklich gut. Und die sind ja auch, diese Maschinen gerade sind im Modellbau schon sehr weit verbreitet. Und da verwende ich eigentlich hier so diese 3 Standardfräser. Einmal so ein Kugelfräser, ein Flachfräser und auch nochmal so ein großer Rundfräser. Für dieses hier werde ich jetzt diesen Kugelfräser nehmen. Den spanne ich hier einfach mal ein. So. Und jetzt werde ich halt mal gucken, ob es reicht, dass ich hier nur das Material ausdünne. Ja, meistens reicht das. Oder ob ich an der Stelle sogar das ganze Rathaus wegmachen muss. Das kann ich jetzt noch nicht ganz sagen. Das werden wir jetzt dann sehen. Ja, bevor ich loslege, was auch noch wichtig ist, wir arbeiten hier mit Kunststoff. Das heißt, also ich verwende hier meistens maximal so 7000 Umdrehungen. Die Maschine, die kann ja so bis 15.000. Aber 15.000 Umdrehungen sind einfach, sage ich mal, für unseren Kunststoff viel zu viel. Ja, der schmilzt euch da weg und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nichts verschmelzen, sondern wir wollen ja was Material abtragen. Deshalb sage ich mal, so 6.000, 7.000 Umdrehungen sind hier eigentlich optimal. Und jetzt gehe ich halt einfach her und fahre mal hier so ein bisschen mit dem Fräser entlang. Und schau mal, wie weit ich da das Material rausbringe. So, man kann es jetzt vielleicht hier schon relativ gut erkennen. Ich habe hier jetzt ordentlich Material abgetragen, habe das richtig ausgedünnt. Und jetzt bauen wir einfach die Achse wieder ein und schauen uns das ganze Ergebnis an. Sag ich mal, die Lenkachse, ihr merkt es jetzt schon, also die Lenkachse ist wirklich das Komplizierteste an eurem Fahrzeug. Ja. Da solltet ihr euch auch wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen dafür. So, jetzt schauen wir mal wieder. Also hier sieht das jetzt schon mal gut aus. Jetzt fahren wir mal nach oben. Ja, da oben hängt sie noch. Hier sollte man auch noch ein bisschen mehr ausdünnen. Alles klar. Wir müssen es noch ein bisschen weiter nach oben ziehen. Also ich habe jetzt gerade geguckt und da ist es eigentlich schon okay, aber hier oben ist einfach noch zu viel Material. Und da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen dran rumschleifen.
drin. Immer so eine schöne Sauerei mit dem Dreck hier. So. Also nochmal hier so ein bisschen eine Übersicht. Ich habe da richtig viel jetzt weggeschlifft und so weiter. Ja, da liegt natürlich jetzt auch wieder irgendwie so Teile. Ja, also die sind da auch noch abgefallen. Die fliegen jetzt auch mal gleich hier rein. So, und jetzt schauen wir nochmal nach. Jetzt sehen wir, ja, das sieht gut aus. Das sieht hier gut aus. Das sollte funktionieren so. Noch ein bisschen so, vielleicht noch so Überstände wegmachen. Das sollte so funktionieren. Und damit ist unsere Lenkachse eingebaut. Die sieht richtig gut aus. Das macht auch was, das müsste auch so funktionieren. Unser Fahrzeug fährt. Ja, damit sind wir mit der Lenkachse fertig. Und somit sind wir auch am Ende dieses heutigen Videos angelangt. Ich hoffe mal wieder, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht nicht so verstanden habt. Dann versuche ich da nochmal drauf einzugehen. Oder schreibt mir auch einfach mal in die Kommentare, was für ein Auto ihr vielleicht mal sagt, hey, das würde mich mal interessieren, wie man dieses Automodell umbaut. Dann schreibt mir das auch einfach mal in die Kommentare. Ich schaue mal, ob ich das dann vielleicht machen kann. Muss ich mal gucken. Versprechen kann ich es natürlich nicht, aber ja, ich versuche also schon, sage ich mal, auf jedes Kommentar von euch einzugehen. Und ja, vielleicht kommt dann irgendwann mal ein Video, wo ich euch zeige, wie man so ein Fahrzeug umbaut. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Bleibt oder werdet gesund. Es ist immer noch schlimm genug momentan, das Thema Corona. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ach so, ja, ganz, ganz wichtig, den Abonnier-Button drücken bitte nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ne? Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.